Die Ausstellung beginnt eigentlich 1990, als Friedl Kubelka eine Schule für Fotografie gegründet hat in Wien, die anders sollte als alle anderen Schulen, die bisher in Österreich angeboten wurden. Sie selber hat eine Ausbildung zum Fotografenmeister absolviert. Es gab noch die grafische Versuchs- und Lehranstalt, in der Fotografie angeboten wurde, aber keinerlei Möglichkeit, Fotografie als künstlerisches Medium zu denken. Heute feiern wir den 30. Geburtstag dieser Schule und ich wollte das auch machen mit einem Statement, das zumindest ähnlich frech ist wie die Schule, die die Friedl Kubelka gründen wollte, und habe sozusagen jetzt diesen Slogan: Während alle fotografieren, können sich manche mit der Fotografie beschäftigen, an den Beginn der Ausstellung gestellt. Nicht zuletzt, weil ich glaube, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir auch tatsächlich reagieren müssen. Wenn nämlich die Fotografie ein Medium der Kunst bleiben möchte, und da bin ich wirklich überzeugt davon, dann muss man sehr präzise differenzieren zwischen einer Fotografie, die als reines Nachrichtenmedium, als visuelle Botschaft genützt wird, und einer Fotografie, die sehr wohl einen künstlerischen Korpus aufbauen möchte, die sich mit Fragestellungen auseinandersetzt, ähnlich wie die anderen künstlerischen Medien, wo es auch um Urheberschaften und um Originalität, also Dinge geht, die die Moderne aufgeworfen hat, um die Prozesse der Fotografie, um die charakteristischen Eigenschaften des Mediums, also wo schon auch Dinge aus einer Medienspezifität heraus Teil der Bilder sein müssen und nicht nur die bloße Nachricht. Für die Ausstellung habe ich 17 Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die aus dem Umfeld der Schule stammen, die alle eine sehr intensive Beschäftigung mit Fotografie betreiben. Das sieht man auch an den Ausstellungswerken. Also viele sind großformatig, einige nahezu abstrakt. Das kommt daher, dass die Fotografie eben in den meisten Fällen nicht als solche wahrgenommen wird, sondern nur der Blick durch sie hindurch auf die dahinterliegende Realität. Und erst wenn sie nackt ist, unter Anführungszeichen, sieht man sie auch als Medium, sieht man ihre spezifischen Eigenschaften. Und das war mir wichtig, dass in einer Ausstellung wie dieser, in der es um die Fotografie geht, nicht nur Genrefotografie gezeigt wird, in der es vor allem um die abgebildeten Realitäten, Szenen, Personen geht, sondern dezidiert um die Fotografie. Einige der Werke in der Ausstellung sind zum Beispiel nicht gerahmt, bei ihnen wird die Materialität besonders auffällig. Das Herz der Schule ist nach wie vor die Dunkelkammer, auch wenn natürlich die digitale Fotografie gleichermaßen in der Lehre vorkommt, aber die Selbstständigkeit, die eine Dunkelkammer damals bedeutet hat, wurde quasi in die Jetztzeit mitgenommen. Deshalb gibt es auch hier in der Ausstellung zweimal die Grundrisse der Dunkelkammern, die des ersten Platzes der Schule in der Gartengasse, wie auch die am heutigen Platz in der Neubaugasse, weil wir glauben, dass diese Beschäftigung mit Fotografie auch das analoge Medium mit einschließen muss. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Schule gibt es natürlich auch eine große Publikation in der Edition Fotohof erschienen. Anja Manfredi hat sie herausgegeben mit über 100 Beiträgen von Personen, die auch in der Schule unterrichtet haben, und mit 100 Sätzen von mir über die Fotografie, sehr persönliche Statements der Künstlerinnen und im Großen und Ganzen ein Tribute an die Fotografie.